Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, im Evangelium hören wir über das Doppelgebot der Liebe. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. Darin ist jedes Gesetz erfüllt. In Jesus Christus ist diese Liebe Gottes zum Mensch geworden. Durch seine Geburt, sein Leben, Leiden und Tod und durch seine Auferstehung zeigt er uns, wie wir im Alltag Gott und den Nächsten lieben sollen. Wir feiern die Eucharistie, das Sakrament der Liebe. In diesem Sakrament schenkt er uns sich ganz. Er stärkt uns, damit wir uns jeden Tag in der Liebe bewähren. Bitten wir Gott um die Gnade, dass wir als Christen unsere Berufung erkennen und Gott und den Nächsten lieben. Ich bekenne Gott, den Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass sie Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Denkt daran, dass Jesus Christus, der Nachkomme Davids, von den Toten auferstanden ist. So lautet mein Evangelium, für das ich zu leiden habe und sogar wie ein Verbrecher gefesselt bin. Aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Das alles erdulde ich um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Jesus Christus und die ewige Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist glaubwürdig. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu,
denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ruf ihnen das ins Gedächtnis und beschwöre sie bei Gott, sich nicht um Worte zu streiten. Das ist unnütz und führt die Zuhörer nur ins Verderben. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu bewähren, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, als ein Mann, der offen und klar die wahre Lehre vertritt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Führe mich in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heiles. Auf dich hoffe ich alle Zeit. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Gut und gerecht ist der Herr, darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg. Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, die Gebeugten lehrt er seinen Weg. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Alle Pfade des Herrn sind Huld und Treue, denen, die seinen Bund und seine Gebote bewahren. Die sind Vertraute des Herrn, die ihn fürchten. Er weiht sie ein in seinen Bund. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des Lebens gebracht durch das Evangelium. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Das sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja.
den wir von ganzem Herzen lieben dürfen, wollen wir nun beten. Für alle, die Menschen heute zum Glauben, Hoffen und Lieben ermutigen. Herr, stärke sie. Herr, stärke sie. Für alle, die das Evangelium bezeugen, in vielen Ländern deshalb verfolgt werden oder auf Gleichgültigkeit und Ablehnung stoßen. Herr, stärke sie. Herr, stärke sie. Für alle, die ihren Glauben nicht bei Worten belassen, ihn fantasievoll und vielfältig, hilfsbereit, liebevoll und tröstend leben. Herr, stärke sie. Herr, stärke sie. Für alle, die vergessen haben, welche Kraft im Gebet steckt, wie kostbar die Gemeinschaft der Glaubenden ist und wie barmherzig Gott uns die Treue hält. Herr, stärke sie. Herr, stärke sie. Für unsere Verstorbenen und alle, die um einen lieben Menschen trauern, für jene, die im Glauben Halt finden, aber besonders auch für diejenigen, die auf kein Ostern gesetzt haben. Herr, stärke sie. Herr, stärke sie. Heute am ersten Donnerstag des Monats beten wir gemeinsam das Gebet um geistliche Berufungen. Herr Jesus Christus, du rufst Menschen, dir zu folgen. Du rufst uns in deine Nähe, damit wir bei dir das Leben finden. In Taufe und Firmung hast du uns erwählt und eingefügt in die Gemeinschaft deiner Kirche. Wir danken dir für diese Berufung und bitten dich, gib uns die Kraft, Zeugen deiner Liebe dort zu sein, wo wir wohnen, arbeiten und einander begegnen. Zeige uns, wie wir junge Menschen ermutigen können, deinen Ruf zu hören und ihm zu folgen. Herr Jesus Christus, du weißt um die Nöte unserer Zeit. Wir brauchen Menschen, die dein Evangelium verkünden, die uns deine Gegenwart schenken in der Feier der Eucharistie und in den anderen Sakramenten. Schenke uns Menschen, die sich für Gerechtigkeit stark machen, Trauernde trösten, Kranke begleiten und Sterbenden beistehen. Gib deiner Kirche Väter und Mütter, die ihre Berufung in der Familie leben. Schenke uns die Priester, die wir brauchen, Ordensleute, die in Gebet und Werken der Nächstenliebe für alle da sind, Diakone, Frauen und Männer im pastoralen Dienst und in den zahlreichen Ehrenämtern unserer Gemeinden. Gib ihnen die Kraft, ihrer Berufung treu zu bleiben. Herr Jesus Christus, du Hirte deines Volkes, auf dich hoffen wir und wir vertrauen wir heute und alle Tage bis in die Ewigkeit. Amen.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ihr hebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben, durch unseren Herrn Jesus Christus. In dankbarer Liebe gedenken wir seines Todes, bekennen seine Auferstehung in lebendigem Glauben und erwarten voll Hoffnung und Zuversicht sein Kommen in Herrlichkeit. Darum preisen wir es und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott der Mächte, Erde und Himmel sind deine Hilfe. Hosianna in der Höhe, hochgelobt sei der Gott im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut die zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, Herr,
gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem apostolischen Administrator Bertram, mit allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm, so spricht der Herr. Jesus will zu uns kommen, in unsere Herzen. Öffnen wir unsere Herzen für die geistige Kommunion.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels gegeben, damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, das der Welt das Leben gibt, und stärke uns mit jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Amen. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.